Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich nahe der Küste Südafrikas. Als Miguel und sein Team eines Tages ins Meer hinausfuhren, ahnten sie nicht, dass es einer der denkwürdigsten Tage ihres Lebens werden würde. Das Boot hielt in einiger Entfernung vom Riff. Dann sprangen Miguel und einige andere Taucher ins Wasser. An diesem Tag war die Sicht besonders gut und ihrer Mission stand nichts im Weg. Sie mussten einige Daten sammeln und zunächst verlief alles nach Plan. Sie hatten keine Ahnung, was wenige Minuten später passieren sollte. Die Taucher befanden sich in der Nähe eines Gebiets, das für seine Vielzahl an Buckelwalen bekannt war. Folglich war es nicht verwunderlich, dass sie im tieferen Gewässer vorkamen. Man nennt sie auch die sanften Riesen der Meereswelt. Aber einer von ihnen würde sich an diesem Tag sehr seltsam verhalten. Miguels Tauchpartner musste mit einigen Proben zum Boot zurückkehren. Miguel beschloss stattdessen noch eine Weile im Wasser zu bleiben und sich den Ozean anzuschauen. Als erfahrener Taucher war es grundsätzlich kein Problem, allein zu tauchen. Dennoch stellte es natürlich ein gewisses Risiko dar. Als eine Gruppe Buckelwale vorbeizog, passierte etwas Unerwartetes. Plötzlich riss sich eines der Tiere los und schwamm direkt auf Miguel zu. Obwohl Buckelwale den Ruf haben, sanftmütig zu sein, war Vorsicht geboten. Ohne es zu beabsichtigen, könnte das Tier einen Menschen leicht verletzen, wenn es mit ihm zusammenstößt. Normalerweise genügt es, ihnen aus dem Weg zu gehen. Aber diesmal nicht. Jedes Mal, wenn Miguel die Richtung änderte, folgte ihm der Buckelwal. Der Koloss näherte sich und der Mann streckte seine Hand aus. Er streichelte einen Buckelwal. Es war ein sehr emotionales und wunderschönes Erlebnis. Aber nach einigen Sekunden nahm die Situation eine unschöne Wendung. Er benutzte seine Flosse und versuchte Miguel unter sich zu drücken. Der Mann versuchte verzweifelt wegzuschwimmen, aber der Wal kam immer näher. So nahe, dass es wirklich gefährlich wurde. Seine Haut war voller Seepocken und der Neoprenanzug des Tauchers wurde von den scharfen Kanten zerschnitten. Miguel versuchte ihn zur Seite zu schieben, damit er an ihm vorbeischwimmen konnte. Doch all seine Bemühungen scheiterten. Es wurde langsam beängstigend. Miguel war ganz allein und er musste ruhig bleiben, sonst würde er es vielleicht nicht lebend aus dieser Situation herausschaffen. Plötzlich begann der Wal den Taucher auf seine Nase zu drücken. Und obwohl er ein starker Schwimmer war, hatte er keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Der Wal stieß ihn an die Oberfläche. Das Team sah Miguel vom Boot aus auftauchen. Und direkt neben ihm war ein Buckelwal. Aber sie waren zu weit weg, um etwas tun zu können. Was kann man schon gegen ein Tier ausrichten, das bis zu 30 Tonnen wiegt? In Sekundenschnelle änderte sich alles, und sie wurden Zeugen eines schockierenden Ereignisses. Miguel konnte das sichere Boot und die Menschen sehen. Aber er hatte keine Chance, dorthin zu gelangen. Ein Mensch konnte unmöglich schneller als ein Wal schwimmen. Es sind mächtige Geschöpfe, und im Wasser hatte er keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Er war ihm völlig ausgesetzt. Er war ein Mann, der seit seiner Kindheit von der Unterwasserwelt fasziniert war. Er hatte Hunderte von Tauchgängen gemacht und viele Tiere gesehen, darunter viele Wale. Aber jetzt hatte er zum ersten Mal Angst. Schlimmer noch, er hatte Angst vor einem Tier, das er für sein Lieblingstier hielt. Die Mannschaft auf dem Boot stand unter Schock. Sie konnten es nicht glauben. Ein Buckelwal sollte sich nicht so verhalten. Und dann waren sie noch mehr geschockt. Plötzlich schwamm der Wal dicht auf den Taucher zu, öffnete sein Maul und verschluckte ihn. Anschließend tauchte er unter Wasser. Sofort sprangen einige Taucher ins Wasser und eilten zu der Stelle, wo sie Miguel zuletzt gesehen hatten. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Es gibt Sicherheitsprotokolle für viele verschiedene Situationen. Bei Begegnungen mit Buckelwalen reicht es normalerweise aus, Abstand zu halten. Sie konnten nicht glauben, dass sie gerade Zeuge wurden, wie ein Mann lebendig verschluckt wurde. 5 Minuten später sahen sie keine Spur mehr von Miguel. Sie mussten zum Boot zurückkehren und die Meeresrettung rufen, um ihnen bei der Suche nach Miguel und dem Buckelwal zu helfen. Über allen herrschte Totenstille. Niemand hatte das kommen sehen. Sie kehrten schließlich zum Boot zurück. Der Wal war außer Sichtweite und von Miguel gab es keine Spur. Doch dann folgte eine große Überraschung. Zu ihrer Verwunderung sahen sie, dass Miguel auf dem Boot war. Er lag auf dem Rücken und schien außer Atem und erschöpft zu sein. Aber er war am Leben und völlig unverletzt. Alle fingen sofort an, den Mann mit Fragen zu durchlöchern. Dann begann Miguel zu erzählen. Alles, was die Menschen einschließlich Miguel dachten, war falsch. Der Wal versuchte, ihn zum Boot zu drängen. Aber er merkte es nicht. Stattdessen kämpfte er gegen den Koloss an. In diesem Moment öffnete der Wal sein Maul, und alle dachten, er hätte ihn verschluckt. Möglicherweise tat der Wal das, weil er spürte, dass er den unkooperativen Menschen auf diese Weise besser kontrollieren konnte.
Miguel hatte zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Ahnung, was vor sich ging. Aber dank seiner Tauchausrüstung konnte er unter Wasser weiteratmen. Er musste zwar darum kämpfen, gleichmäßig zu atmen, aber seine jahrelange Erfahrung half ihm dabei, trotz der Angst die Fassung zu wahren. Als ihm klar wurde, dass sie ihn nicht gehen lassen würde, beschloss er, dass es vielleicht das Beste war, seinen Körper zu entspannen und einfach mitzumachen. Wenn er kämpfte, würde er sich nur verletzen. Und wenn er versuchte, sich zu entspannen, konnte er vielleicht eine Gelegenheit sehen, sich zu befreien. Er hatte keine Ahnung, dass er die ganze Zeit gegen das falsche Tier kämpfte. In diesem Moment verstand er endlich, was los war. An der Seite der Felsen tauchte ein riesiger Tigerhai auf. Eine Begegnung mit solch einem Tier konnte definitiv seine letzte sein. Miguel liebte Haie und hasste die Klischees, die um sie herum geschaffen wurden. Aber es gibt einen Grund, warum Menschen Angst vor Tigerhaien haben. Sie sind dafür bekannt, dass sie aggressiv sind. Er umkreiste den Buckelwal immer wieder, aber sein Augenmerk schien auf dem Menschen zu liegen, den er beschützte. Miguel hielt vollkommen still. Konnte es sein, dass dieser Hai ihn schon länger verfolgte, als ihm bewusst war? Der Buckelwal versuchte ihn zu beschützen, und er hatte alles getan, was in seiner Macht stand. Er wollte nur, dass der Mensch schnellstmöglich das Gebiet verließ und in sein Boot zurückkehrte, bevor er angegriffen wurde. Der Wal nahm den Mann vorsichtig in sein Maul und brachte ihn zurück zu seinem Boot. Dort angekommen streckte er seinen Arm aus und rieb dem Wal den Kopf. Er bedankte sich für seine Hilfe. Danach schwamm der Buckelwal wieder hinaus in den Ozean. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Elefant bringt ein seltenes Baby zur Welt. Wenige Minuten später passiert etwas Unglaubliches. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.